Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Rock hier ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, für dieses Projekt benötigt ihr einen Stoff, der schön leicht fällt. Ich habe hier ein Viskose-Jersey und dann noch ein Gummiband. Ja, für die Berechnung der Maße habe ich hier einen Circle Skirt Calculator verwendet. Das einfach mal bei Google eingeben. Genau, und das findet man dann auch sofort. Genau, und dort gibt man dann ein, was man gerne haben möchte, also einen ganzen Tellerrock oder halt nur ein Viertel. Ich habe mich hier für ein Viertel entschieden. Genau, dann wie lang der sein soll, Mini, Maxi oder Midi. Ich habe mich hier für einen Midi-Rock entschieden. Genau, und dann gibt man halt seine Maße ein. Den Taillenumfang, das sind bei mir hier 72 cm und der hat mir hier 45 cm für den Radius ausgespuckt. Genau, und in der Berechnung ist dann auch schon in meiner Berechnung ist dann auch schon eine Nahtzugabe und eine Saumzugabe enthalten. Ja, der Stoff liegt hier in einfacher Lage. Und zwar nehme ich mir jetzt mein Maßband und trage mir die ausgerechneten 45 cm jetzt von der oberen Kante aus ab. So, die Rundung habe ich mir hier jetzt eingezeichnet. Und jetzt geht es an die Länge. Ich will, dass der knapp über die Knie aufhört. Das sind bei mir hier von der Taille bis kurz unter den Knien 60 cm. Also messe ich mir hier von oben 105 cm ab und mache das genauso wie vorhin. Man könnte jetzt natürlich auch von der unteren Rundung die 60 cm abmessen. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Ja, die Punkte werden dann wieder miteinander verbunden. Das hat jetzt hier nicht ganz auf die Kamera raufgepasst. Genau, und dann wird das Ganze einmal ausgeschnitten. Ja, ausgeschnitten sollte das dann in etwa so aussehen. Und dann legt ihr das Ganze rechts auf rechts übereinander. Ja, anschließend näht man das dann mit einem dehnbaren Stich zusammen. Ihr könnt hier gern die normale Nähmaschine nehmen und zum Beispiel einen Zickzackstich einstellen. Ich nehme hierfür meine Overlock und versäubere auch noch gleichzeitig mit der Overlock den unteren Saum, damit sich das später besser umschlagen lässt. So, der Rock ist zusammengenäht. Ich habe mir hier auch schon mein Gummiband vorbereitet. Das hat die gleiche Breite wie mein Taillenumfang. Da müsst ihr mal schauen, wie das bei euch ist. Genau, damit das dann später gut sitzt. Ich habe mir das hier auch schon zum Ring geschlossen und die Höhe des Gummibandes ist 2 cm. Jetzt teile ich mir Gummiband und Rock in gleich große Abschnitte ein. Genau, indem ich halt Knipse setze. Ich setze mir einmal einen Knips gegenüber von der Naht, dann lege ich Naht und Knips aufeinander und mache an den Seiten noch 2 Knipse. Mit dem Gummiband mache ich das ähnlich, nur dass ich hier mit den Stecknadeln markiere. Ja, wenn ihr das alles eingeteilt habt, dann steckt ihr das Gummiband
auf der linken Seite des Rockes fest, indem ihr einfach die Markierungen übereinander steckt. Wenn ihr das dann habt, dann näht ihr den Gummi ringsherum, gegebenenfalls mit einer leichten Dehnung an. Ich mache das hier wieder mit der Overlock. Im Anschluss wird das Ganze einmal umgeklappt und mit Stoffklemmen fixiert. Hier oben wird dann der Gummi knappkantig mit einem dehnbaren Stich ringsherum festgenäht und unten am Saum, den schlage ich mir einmal um und dann noch einmal um, so dass man halt genau die Naht nicht sieht und genau steppe das Ganze hier mit einem Gradstich ab. Ja, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Der Rock ist schön leicht und ideal für die wärmeren Tage. Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.